Juhu! Wir haben für euch jetzt 9.5er, also aus der G-Serie, eine Boxmoor-Anlage verbaut. Und das ist echt geil. Die neue Qualität des BMWs besticht nochmal tatsächlich. Und zwar können wir den HiFi-Sound vom BMW 5er echt nochmal aber richtig toppen. Man denkt am Anfang, das klingt gut mit dem HiFi-System, aber wer mal eine Boxmoor-Anlage gehört hat für dieses Modell, grandios. Wir haben jetzt ausgetauscht Hochtöner, Mitteltöner und die Tief-Mitteltöner Subwoofer unterm Sitz. Und zwar auf beiden Seiten und zwar mit dem Boxmoor DSP Extreme, weil das sind nochmal bessere Subwoofer unterm Sitz. Die sind da auf 2 Ohm gebaut, machen mehr Hub, ziehen aus der Endstufe alles, was kommt, ziehen die aus der Endstufe noch raus. Und das Ergebnis ist, dass wir einfach geileren Sound haben. Wir zeigen euch natürlich im Detail jetzt, wie die Anlage eingebaut wird und wie man sie einstellt. Und ja, lasst euch mal überraschen. Ich nehme euch mit auf die komplette Installation von Boxmoor DSP Extreme. Ran an den Speck bei 27 Grad Sonnenschein. Ich werde jetzt wahrscheinlich schwitzen wie die Sau. Aber wir machen jetzt erstmal den Sitz raus, um den Underseat-Woofer auszuwechseln. Dazu brauchen wir einen Schraubenzieher und müssen die Kunststoffteile hier lösen. Auf der anderen Seite genauso. Sitz ganz nach hinten. Gut, dann können wir den hier vorne mit einem 50er Torx rausmachen. So. Und das gleiche Spiel hinten. Sitz ganz nach vorne, damit wir auch hinten an die Schrauben überall dran kommen. Jetzt können wir die Neigung von dem Sitz ganz nach vorne nehmen, damit wir den Sitz möglichst gut nach hinten klappen können. So, wunderbar. Und jetzt kommen wir an unseren Tieftöner hervorragend dran. Jetzt können wir mit dem 15er Torx das Gitter lösen. So. Und hier kommt unser Tieftöner raus. Unterm Teppich verbergen sich jetzt 2 10er Schrauben, die wir rausmachen müssen. Und jetzt haben wir hier unseren Hauptanschluss für den Tieftöner. Den können wir rausklippen und die ganze Einheit jetzt rausnehmen. So. Neu bei den ganzen G-Modellen ist jetzt, dass es keine abgeschlossene Box mehr ist, sondern nur noch ein Montagerahmen quasi, der aber eine fette Gummidichtung hat und richtig reingepresst wird in diese Verankerung, so dass es wieder zum Schluss quasi ein Gehäuse ist. Bei diesem Modell ist alles nur verschraubt, so dass wir hier nichts rausbrechen müssen, wie bei den einigen anderen Modellen. Diesen Lautsprecher können wir jetzt getrost ganz auf die Seite legen und ersetzen den mit unserem neuen Boxmoor Gladen Extreme Woofer und schrauben den aber auch genau so wieder rein, wie der alte gerade eben drin war. Ich kann ja jetzt aktuell für dieses G-Modell nur diese Variante hier zeigen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht tatsächlich andere 5er-Modelle gibt, wie bei dem alten 5er, wo man teilweise den Tieftöner rausbrechen muss. Hier war es relativ einfach, aber für das Rausbrechen gibt es hier im Lieferumfang dieses Dämmmaterial mit dazu, das Dichtungsband, wo man hier sauber hinlegen könnte, um dann trotzdem einen dichten Woofer zu bekommen. Dieser Plug-and-Play-Stecker liegt im Lieferumfang bei und wird hiermit konnektiert. In dem Fall das rote Kabel auf Plus und das schwarze Kabel auf Minus. Im Boxmoor DSP Extreme sind ja einige Dämmmatten drin. Die sind eigentlich dafür gedacht, möglichst viel zu dämmen, wie es der Name natürlich schon sagt. Aber man muss echt sagen, bei diesem Fahrzeug, hier haben wir direkt dickes Bodenblech. Wir können hier da an der Stelle nichts dämmen. Wir kommen auch nicht an die Außenschweller hin, weil hier ist ja auch der Hohlkörper für den Bass. Das heißt, das ist alles ein Hohlkörper, ein Gehäuse für diesen Woofer. Wir kommen aber nirgendwo hin, um irgendwas zu dämmen. Selbst hier unten rum ist es rund gehalten, man würde sofort das Dämmmaterial sehen, also lassen wir das gleich an der Stelle ganz weg.
wir bauen das jetzt ein und da wird innen drin eh nichts schepperbar hörbar sein. Insofern wollte ich nur darauf hinweisen, dass im Boxmo Extreme Set nicht alle Dämmmatten verwendbar sind. Wir kommen zwar noch zur Türverkleidung, aber es ist schon sehr viel dabei, was man wahrscheinlich bei dem Fahrzeug gar nicht notwendigerweise braucht. Per Plug and Play, also wir haben hier überhaupt nichts weggeschnitten von irgendeinem Stecker, gehen wir jetzt direkt hier drauf und haben unseren Tieftöner unterm Sitz schon verbunden. Damit der Stecker auch nie zum Klappern anfangen kann, nehmen wir ein bisschen Bitumenband und packen das Ganze in so ein kleines Bitumenbad rein. So, damit ist der fest, das Ding noch dran. So, da klappert nichts mehr. Gut, jetzt kommt der Deckel wieder drauf, fertig. Gut. Jetzt können wir den Sitz wieder umklappen nach vorne und wieder nach hinten justieren. So. Und jetzt fangen wir hinten wieder an, 2 Schrauben zu fixieren, aber nicht festzudrehen, weil wir brauchen das Spiel noch, um die vorderen Schrauben auch sauber in die Führung reinzukriegen und dann schrauben wir erst alle fest. So, jetzt wieder alles nach hinten und jetzt machen wir die vorderen wieder rein. Der gehört hierher. So. Klick. Das war's. Bei den vorderen Türen beim G-Modell müssen wir jetzt hier diese Verkleidung wegmachen. Die wird weggeklippt. Ja, da müssen wir oben drin anfangen. Genau, so. So. Und jetzt können wir es unten rausziehen. Also hier ist so ein Dorn unten drin, der zum Schluss drin ist. Drum nicht unten anfangen, sondern unten raus machen. Direkt drunter verbergen sich jetzt 2 Schrauben, die wir lösen müssen. Der Rest ist nur noch geklippt. Als nächstes muss der Hochtöner entfernt werden. Da kann ich da hinten reinfahren und das Ganze rausziehen aus dieser Manschette da hinten und kann jetzt hier langsam das entklippen. Schau, und schon habe ich einen Hochtöner hier in der Hand und kann ihn abstecken. Und ab jetzt können wir auch die Türe nach oben rausnehmen. So. Klipp raus. Fertig. Jetzt müssen wir die ganzen Verkabelungen und Bautenzüge entfernen. Die sind alle sehr simpel gesteckt und die Kabel alle komplett rausmachen. Hier sind auch solche kleinen Muffen, die man so wegmachen kann. So, da unten ist noch ein Sicherheitsverschluss drin. So, und damit haben wir die ganze Türverkleidung. Die Türverkleidung ist auch zum großen Teil fast nicht mehr dämmbar, zumindest nicht mit unserem Bitumenmaterial. Wir können hier die geraden Flächen, die können wir noch ein bisschen abdämmen, das hilft auf jeden Fall noch. Und dann kommt hier nur noch unser schwarzer Schaumgummi drauf. Im Lieferumfang liegt auch unsere schwarze Akustik-Dämmmatte mit drin, die wir jetzt hier super cool mit drauf bringen können und wir hier mit drüber packen. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass wir eventuelle Cliphalter und Löchlein nicht überdecken, wo wir nachher dran müssen.
Türverkleidung gedämmt. Hier haben wir genau unseren Mitteltöner, den wir jetzt austauschen. Und hier haben wir jetzt zwei Anschlüsse. Und da müssen wir jetzt schauen, da oben haben wir nämlich auch unseren alten Hochtöneranschluss. Und der wurde bisher nur sozusagen parallel durchgeschleift. Das heißt, das da dran ist unser kommendes Anschlusskabel von der Endstufe, wo wir jetzt nachher noch installieren. Und das Kabel bleibt sozusagen quasi frei jetzt erstmal, weil es bleibt genauso frei wie das hier oben, es wird nicht mehr verwendet. Weil wir aber so viel Dämmmaterial haben und hier eigentlich kaum was dämmen können, also auch das hier kann man abhängen. Das ist auch schon so ein Dämmvlies von BMW. Da können wir kaum Material dran packen, was wir jetzt allerdings trotzdem noch machen werden. Aber wir werden auch das Außenblech, weil das Außenblech verträgt auch ein bisschen was. Und dazu müssen wir diesen Aggregateträger entfernen. Nicht ganz entfernen, weil der geht gar nicht direkt rauszumachen, ohne dass man auch weitere Schrauben löst, aber zumindest so weit, dass wir hinkommen, um das Außenblech zu dämmen. Das muss man nicht unbedingt machen, aber wer schon mal dabei ist, das Ganze zu machen, kann natürlich sagen, hey, weißt du was, das mache ich genauso. Wer es nachmachen will, lässt bitte sonst jetzt alle Kabel dran, wie sie sind, außer die, die wir an der Türverkleidung gelöst gehabt haben. Und jetzt können wir auch das ganze Teil hier wegmachen. Da muss man ein bisschen schauen, dass die ganzen Verklipperungen weggehen hier. So, der klemmt noch ein bisschen. So. Und jetzt können wir von unten Dämmmaterial mit reinziehen. Das können wir ein bisschen runterlassen, die ganze Scheibe. Umso besser können wir das Ganze noch ein bisschen nach außen biegen. Jetzt haben wir zwei Matten in dem oberen Bereich rein gewalzt und zwar richtig gut ans Blech dran, damit es nicht irgendwann mal einen Luftspalt runterkriegt, wo Wasser reinläuft und im Winter gegebenenfalls auch drunter gefrieren kann und dann das wegplatzt, das wäre blöd. Hier richtig gut arbeiten und an der Stelle möchte ich vielleicht doch nochmal erwähnen, dass jeder, der das nachmacht, das natürlich auf völligem eigenem Risiko macht und nicht dann sagt, der Olli hat aber gesagt, ja. So, und jetzt machen wir die Türe wieder dran. Genau, damit das richtig schön dicht ist nachher wieder. Und jetzt gehen die ganzen Clips dann auch schon wieder da rein. So. Das war's. Jetzt machen wir die Seite von der Verkleidung noch und dämmen hier auch noch so gut es geht. Lassen wir das da dran so weit hängen. Da unten brauchen wir gar nichts dämmen. Wir packen hier ein paar kleine Fetzen dran. Jetzt kommt unsere Frequenzweiche rein, die jetzt dafür sorgt, dass der Mitteltöner seine richtigen Frequenzen bekommt und der Hochtöner seine richtigen Frequenzen. Das Kabel, das können wir hier gleich vorbereiten, dass das bis da oben ist. Das ist nämlich der Hochtöner. Unser lilanes Kabel, also der weichen Eingang, den stecken wir dahin, wo früher der Tiefmitteltöner oder der Mitteltöner hier angeschlossen war. Wie gesagt, das andere Kabel bleibt frei, das ist das hier, was mittendrin hängen bleibt. Und jetzt hätten wir noch unser neues Mitteltönerkabel, das wir jetzt aber bitte nicht hier so drüber ziehen, um da den Lautsprecher drauf zu machen. Und wir bohren hier auch kein Loch, sondern wir gehen oben durch die Schaumgummiverkleidung durch, indem wir jetzt nochmal die zwei Schrauben aufmachen und die Verriegelung lösen und dann können wir das Kabel hinten durchziehen. So, wunderbar. Hier ist es. Dass das Kabel nur genau so lang ist, wie wir es auch brauchen. Der wird hierher montiert. Das heißt, unsere Anschlüsse haben wir hier. Dann können wir den noch ein bisschen nachziehen. So,
damit das Spiel, dass das Kabel in der Türe nicht irgendwo rumhängt, einfach nur schnurgeradeaus an den Lautsprecher dran geht. Jetzt haben wir unsere Kabel alle da, wo wir sie brauchen. Jetzt können wir die nur schön zusammenschnüren, weil unsere Frequenzweiche machen wir in diesen Hohlraum rein. Und wie wir die gleich befestigen, zeige ich euch gleich, aber jetzt machen wir mal die Kabel schön beieinander. Damit die Frequenzweiche nicht irgendwie zum Klappern anfängt, machen wir jetzt die Frequenzweiche auf ein kleines Bitumenbad. Die kleben wir, die lassen wir mal haften da dran. Ein Bitumenband ist kein Kleber, nicht zu verwechseln. So, aber wir haben noch einen Kleber. Da haben wir ein ganz spezielles Klebeband, das auch extrem haftet, extrem klebt. Und das können wir jetzt hier drauf machen. Das war's. Jetzt kommt dieser Mitteltöner von Gladen hier rein montiert, aber bevor wir das tun, müssen wir jetzt auf diesem Bereich noch die beiliegende Schaumgummilinie reinziehen. Die dichtet es nämlich nachher schön ab. Für was machen wir uns vorher so viel Mühe mit Dämmung, wenn wir dann nichts abdichten? Das muss hier drauf. So. Jetzt schließen wir unseren Mitteltöner an. Hier haben wir Minus, hier haben wir Plus. Der Minus ist in dem Fall der mit dem markierten schwarzen Streifen drauf. Und Plus natürlich der andere. Einmal fast gelogen. So, jetzt. Wer ein HiFi-System drin hat im Fahrzeug, hat auch jetzt die Spiegeldreiecke mit einem richtigen Gitter. Wer ein Standard-Soundsystem drin hat, kann sein, dass hier kein wirkliches Gitter drin ist. Schaut vielleicht so aus, ist aber keins. Und da verbirgt sich auch kein Hochtöner. Dann muss man genau diese Schale bei BMW kaufen. Ist nicht allzu teuer, gibt es im Nachrüstmarkt oder im Ersatzteilmarkt. Und jetzt können wir den alten Hochtöner rausmachen, indem man nur die Spangen hier löst. So, das war es eigentlich auch schon. So, so schaut es aus. Und unser neuer Hochtöner, das ist der Gladen-Hochtöner aus dem Boxmore-System. Und den setze ich hier ein, dass die Nase hier genau in dieser Fuge drin ist. So, klick, 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 alles dran, hebt. Fertig. Jetzt kommt das alte Schaumgummi wieder drauf. Das können wir auch so reinlegen, wie es vorher war. Und hier können wir das Kabel rüberlegen. So, fertig. Können wir jetzt ins Auto wieder reinmachen. Beim Wiederanmontieren der Türe muss man natürlich darauf achten, dass alle Stecker, und das sind tatsächlich nicht wenige, wieder an der richtigen Position sind. Und dabei nicht vergessen, die ganzen Klammern an den entsprechenden Stellen auch mit zu befestigen. Der Entriegelungsbautenzug einhängen, wenn die Türlasche geschlossen ist. So. Und jetzt den Rest wieder von oben drauf montieren. Bitte schaut immer drauf, bevor ihr da hinhaut, dass die Clips auch wirklich in dem entsprechenden Loch sind und dass sich das gut anfühlt. So. Das war's. Da oben ist noch eine drin. Gut. Nachschauen. Soundcheck. In die richtige Führung rein. Das war's schon. Jetzt können wir hier oben unseren Hochtöner anstecken und wieder montieren. Kabel vielleicht auch wieder in die Türe zurück. So. Hier überall dran und jetzt müssen wir wieder da unten in die Führung rein.
da hinten rein. So, so gehört das rein. Die Lautsprecher sind ja jetzt alle installiert und wir haben sie in hochwertigere Lautsprecher ausgetauscht. Jetzt kommt die Endstufe im Kofferraum. Ich möchte nochmal betonen, es ist ja alles unsichtbar und es ist auch alles Plug and Play. Das heißt, die ganzen Stecker, wir brauchen nichts abzwicken, wir brauchen keine Umbaumaßnahmen machen, es passt alles. Und jetzt bauen wir die Endstufe hinten im Kofferraum ein, ebenfalls unsichtbar. Das Einzige, was man nur machen muss, ist halt die Stromversorgung zu legen, aber das zeigen wir dann euch auch gleich, wie das ganz easy funktioniert. Die Endstufe ist eine DSP-Endstufe, die einen digitalen Soundprozessor drin hat. Das heißt, der ganze Sound, was da praktisch vom Radio kommt, wird durch diesen Prozessor nochmal richtig aufgemöbelt. Alles wird optimal eingestellt, alle Frequenzen, alle Pegel, alle Laufzeitkorrekturen. Alles macht diese DSP-Endstufe, die beim Boxmore DSP oder Boxmore DSP Extreme drin ist. Es gibt ja von Boxmore auch noch die GT-Version, die hat zwar eine gleiche Endstufe im Set drin, aber eben ohne Soundprozessor. Die kosten ein paar Euro weniger. Ich empfehle euch echt ganz gnadenlos die DSP-Version. Ihr werdet so staunen, wie geil so eine Anlage klingen kann. Wenn alle Lautsprecher installiert sind, dann brauchen wir jetzt nur noch die Endstufe installieren und die kommt in den Kofferraum rein. Und da schauen wir mal, wo wir Platz finden. Ich denke mal, wir gehen auf die linke Seite rüber und rausziehen. So, jetzt machen wir hier ein paar Clips auf. Einmal, da drunter ist noch was. Da oben drin ist noch einer. So, um das hier sauber wegzumachen, machen wir auch die Blende hier weg. Da sind die gleichen Clips drunter. Einmal, zweimal, dreimal, 4 Clips. Damit wir das alles gut entfernen können, machen wir ganz vorsichtig den Dichtungsgummi weg. Und jetzt können wir das mit einem Ruck auch rausziehen. Genauso das da dran, das machen wir noch auf die Seite. Hier ist nur ein Clip drüber. Und drunter verbirgt sich ein 30er Torx. Jetzt können wir den ganzen Gummi noch ein bisschen hoch machen. Und hier oben, das ist nur geklippt und können wir jetzt auch ganz auf die Seite tun. Und jetzt haben wir hier alles lose und können auch hier das ganz weit raus machen und können hier optimal arbeiten. Und hier sehen wir auch schon unseren Verstärker von unserem HiFi-System. Und jetzt machen wir die Teile hier auch noch raus. Können wir die ganze Plastikwanne hier rausnehmen und kommen jetzt optimal zum Arbeiten hier ran. Hier ist ja unser Verstärker, den können wir hier entriegeln und den ganzen Stecker rausmachen, wo wir jetzt mit Plug and Play unsere Mosconi Endstufe mit drauf adaptieren. Das ist unser Kabelstück für die HiFi-Anlage. Das heißt, wir haben bereits im Kofferraum einen Verstärker, zu dem die ganzen Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern ja schon angeschlossen sind. Dafür gibt es ein spezielles Kabelsystem, ein fertiges Kabelstück, das zum Adaptieren per Plug and Play möglich ist. Wer kein HiFi-System drin hat, sondern das Standardsystem, der findet hier im Kofferraum auch keine Endstufe. Deswegen gibt es auch ein paar andere Kabel, damit dann in dem Fall, wenn du ein Standardsystem drin hast, dann einfach noch unter dem Sitz, wo wir die Tieftöner sozusagen neu installiert haben, ein anderes Kabelstück, das da drauf geht und dann das Kabel nach hinten führt. Das heißt, die einzige Mehrarbeit, die dann besteht, ist, dass wir die Rücksitzbank ausbauen müssen, die Seitenverkleidungsschweller wegmachen müssen, damit wir jeweils die Kabel ebenfalls bis hier hinterziehen können. Wir machen das Ganze aber jetzt hier beim HiFi-System per Plug and Play mit diesem Kabelstück. Wir konnektieren jetzt unseren BMW-Stecker auf unser Kabelstück, nehmen jetzt diesen Stecker wieder her, das ist nämlich der gleiche wie der von BMW. So, den können wir hier anstecken, wieder genau da, wo er vorher war. Damit läuft jetzt die Endstufe rein theoretisch für die hinteren Lautsprecher genauso wie vorher. Wir greifen jetzt ab unser System für
unser Soundsignal für unsere Endstufe und haben zugleich per Plug and Play unsere ganzen Lautsprecher hier adaptiert. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo wir die Endstufe hinmachen und dazu holen wir das Ding mal her. Damit wir die Endstufe möglichst unsichtbar reinmachen können, müssen wir mal ein bisschen experimentieren. Jetzt wäre hier vielleicht kein so ein schlechter Platz, aber irgendwie können wir sie auch nicht richtig festmachen. Und wer jetzt sagt, naja, also ich will mir da nicht viel Aufwand geben, ich mache die Teile hier raus, wir könnten die Endstufe auch hier unten reinmachen. Ich mache das mal ganz kurz für euch weg. Wir könnten die Endstufe jetzt so reinmachen, das würde der Endstufe nicht schaden. Wir würden vielleicht drunter ein bisschen Bitumenband reinmachen, damit die nicht zum Klappern anfängt und ein bisschen fixiert ist. Platztechnisch wird sie gerade so da unten reingehen und wir könnten die Sache verkabeln. Aber wir könnten jetzt auch nicht mehr dieses Kunststofffach hier reinmachen, das nachher von oben hier zugänglich wäre. Das heißt, wir müssten es von oben so machen, dass man zwar einen Deckel drauf hat, aber wenn man den Deckel aufmacht, sieht man halt nur die Endstufe. Was wäre, wenn wir die Endstufe hier in diesen Bereich reinbringen? Ich habe da was mal vorbereitet. Und zwar haben wir hier eine spezielle Platte, eine Montageplatte, die wir hier zum Montieren der Endstufe nehmen können, wo wir jetzt nur noch schauen müssen, wie wir die montieren. Und ich habe die natürlich auch schon vorbereitet und habe hier eine entsprechende Montagevorsehung gemacht, um genau diese Schraube nutzen zu können, um uns die ganze Platte zu fixieren. So, und jetzt haben wir hier eine Mutter drauf. Und damit haben wir eine Platte, die einfach gut verschraubt ist. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, diese Endstufe hier aufs Holz drauf zu schrauben. Damit die Endstufe oben gleich einen Halt bekommt, werden wir jetzt die Schrauben für oben gleich reinmachen, dass wir die nachher nur noch einführen müssen, um dann unten nochmal zu verschrauben. So, dann können wir die nämlich jetzt so rausnehmen. Und genau so auch wieder reinmachen. Genau. Gut. So. Mit 2x20 Quadrat können wir den Strom jetzt schon mal anbringen. Schöne Aderenthülsen rein und auf Batterie plus Fett draufschrauben. So. Und Masse das gleiche Spiel. Damit alles schick ausschaut und auch geschützt wird, gibt es ja bei uns noch den Gewebeschlauch. Den ziehen wir noch sauber drüber. So, und hier kann man am Ende noch befestigen. Und den Rest ziehen wir jetzt mal Richtung Batterie. Das Sicherungshalter rein. Wir machen jetzt mit kurzem Abstand zum Batteriepol auch noch die Sicherung rein im Schnelldurchgang. Wir haben jetzt alles vorbereitet, ab ins Auto damit. So, wir haben ja aus unserem Abgriffkabel auch dieses Lautsprecherkabel, das können wir hier mit unserem Molex-Stecker ganz easy dran klicken und damit haben wir alle 4 Lautsprecher, also vorne rechts hoch Mittelton, vorne links Mittel Hochton und die 2 Tieftöner haben jeweils ein eigenes Kabel. Und jetzt können wir das hier oben drin fixieren. So, und jetzt können wir sie unten fixieren. Jetzt haben wir hier noch unser Cinch-Kabel, das kommt hier auf den roten und auf den weißen ganz links. Und wir können jetzt dafür gleich sorgen, dass alle Stecker, alle Schalter, die hier sind, gedrückt sind. Weil den Zustand brauchen wir nachher für diese Endstufe, für die Installation hier.
Wir nehmen hier den zentralen Massepunkt für unsere Masse, für die Endstufe. Da klemmen wir uns mit drauf. Gut, Pluskabel geht darüber. Sei einfach grob. Hier drunter verbirgt sich unser Plus für unsere Endstufe. Genau auf diesen Pol müssen wir gehen. Machen wir eine Ratschenverlängerung. Legen wir unseren damit drauf. Andersrum. So, jawohl, das war auch richtig so. So, in dem Fall kommen wir jetzt immer noch an unsere Sicherung ran zum Wechseln. Dann können Sie hier drunter sauber verstauen. Deckel wieder drauf, fertig. Unsere Gain-Regler, die tun wir bitte auch Linksanschlag erstmal setzen, weil einpegeln tun wir es dann ganz zum Schluss. Wir müssen jetzt bei unserem Setting sowieso nur Gain 1 dann aufdrehen. In der Regel kann man es vielleicht auch ein Drittel auflassen gleich mal. Das ist meine Erfahrung. Aber nee, jetzt machen wir es mal ganz zu, damit wir es hier genauso machen, wie ihr das daheim macht. Unser USB-Kabel für den Laptop, den stecken wir hier an. Wir starten unsere kostenlose Mosconi Gladden DSP-App, wählen auch gleich unseren 130 DSP aus, so heißt die Endstufe, und gehen direkt ins Setup rein und können jetzt auf Preset 1 erstmal einen Datenabgleich machen zwischen PC und Endstufe. So, und jetzt können wir auf Preset 1, für Preset 1 ein Setup laden, und zwar das, was wir immer dazugeben. Wenn man die Endstufe kauft, gibt es ein ganz persönliches Setup. In dem Fall holen wir das von unserem Intenso-Stick hier, und das ist diese Datei, und die ziehen wir uns jetzt rein. Das ist okay. Jetzt sind wir fertig. Zum Prüfen, ob wirklich alles geklappt hat, gehen wir in den parametrischen Equalizer, und da sehen wir, dass tatsächlich Anpassungen vorgenommen sind. Ansonsten wäre das jetzt hier eine gerade Linie durch. Das bestätigt uns, dass das Setup angenommen worden ist, und jetzt können wir auch hier im Prinzip zum Probehören anfangen. Endstufe ist jetzt komplett installiert, eingestellt, mit dem neuen Setup von Boxmoor bespielt. Ich lasse trotzdem mal das USB-Kabel noch hier mit raushängen, wenn wir das alles hier schon jetzt wieder zumachen. Dann kann die Endstufe da hinten drin bleiben und ich kann jederzeit Zugriff auf die Endstufe nehmen und eventuell noch Einstellungen machen. Mit dem Einpegeln sind wir jetzt auch fertig. Wir haben die Endstufe auf circa ein Viertel aufgedreht. Also eine Viertelumdrehung neben dem Linksanschlag, ja, für alle, dass die das alle verstehen. Und jetzt haben wir die perfekte Mischung aus dem Pegel, was wir hier zur Verfügung haben, zum Hex-System. Das muss man ja miteinander ein bisschen harmonieren. Das muss man sich einfach mal ein bisschen öfters anhören, wer da noch nicht so fit ist vom Hören her. Aber wir können jetzt mal zum Soundcheck übergehen. Und wir hatten uns vorher die Soundanlage natürlich angehört, die HiFi-Anlage. Und muss man schon mal sagen, die war ja jetzt nicht so ganz schlecht. Aber natürlich pegeltechnisch habe ich mich vorhin mit meinem Kollegen hier während Volllautstärke tatsächlich noch unterhalten können. Also er hat verstanden, was ich gesagt habe, weil wir uns über die Anlage austauscht haben. Der Bass selber war jetzt auch nicht, der war irgendwie da, aber irgendwie war er halt auch matt. Also es war kein Boom. Und jetzt bin ich gespannt, was unsere Boxmoor DSP Extreme im 9G von BMW beim 5er so alles herbringt. Lasst mich mal reinhören. Soundcheck beendet. Mein Fazit, und ich lüge euch nicht an, das ist jetzt nicht schön geredet oder irgendwie sowas, ich erzähle euch jetzt genau, wie ich das Ganze empfinde. Und zwar haben wir jetzt einen Pegel. Wir könnten im schlimmsten Fall tatsächlich die Endstufe noch weiter aufdrehen. Ich finde es optimal. Man kann richtig, richtig schön laut machen. Man kann sich beim besten Willen nicht mehr mit dem Nachbar unterhalten. Ich habe gerade selber probiert, meine eigene Stimme zu hören, aber es geht nicht. Also so laut ist es auf jeden Fall. Zu den Bässen. Die Bässe machen jetzt richtig Bums. Ja, und zwar einen schönen, kontrollierten
Bassschlag mitten im Armaturenbrett. Man hat so das Gefühl, das spielt alles auf dem Armaturenbrett. Man merkt beim besten Willen nicht, dass da unterm Sitz irgendwas mitläuft. Und auch die Bässe im tieferen Bereich, die sind viel, viel druckvoller. Es ist jetzt kein Subwoofer-Bereich im Sinne von Diskothek oder sowas. Aber für den Unterschied zu vorher, zum HiFi-System, habe ich jetzt echt so einen Bass drin, wo ich sage, ich glaube, die meisten von euch, die brauchen wirklich keinen Subwoofer mehr dazu. Was die Mitteltöne und die Hochtöne betrifft, haben wir jetzt eine sehr hohe Brillanz durch sehr gute Hochtöner. Alles spielt sich auf der Mitte vom Armaturenbrett ab. Stimmen jetzt zum Beispiel von Michael Jackson waren direkt vor mir. Singt der nur für mich und zwar sehr gekörpert. Man erkennt das unheimlich gut beim Augen zumachen, natürlich nicht während der Fahrt, ja. Aber im Unterbewusstsein nimmt man das absolut wahr, wie geil das jetzt auf einmal klingt. Alles richtet sich schön nach vorne aus. Man nimmt auch noch ein bisschen was vom Hecksystem wahr, dass man nicht so das Gefühl hat, da hinten ist gar nichts mehr, sondern man hört das schon auch noch. Und das macht die Anlage extrem rund. Also der Aufwand rentiert sich meines Erachtens auf jeden Fall. Es ist ja alles unsichtbar. Es ist auch alles Plug and Play. Es ist nichts kaputt gemacht worden, wo man irgendwas ausschleifen hätte müssen, abzwicken, umverkabeln. Alles nicht. Alles passt. Und selbst an der Dämmung, wie schon während der Montage auch gedacht, ich kann auch gar nicht so viel an den Bässen unten dran dämmen. Wir haben die hauptsächliche Dämmung an der Türe vorgenommen. Ob das jetzt den mega Schub bringt, es bringt auf jeden Fall mal noch ein bisschen mehr Fahrzeugdämmung im Allgemeinen. Aber der Bass unterm Sitz, der ist auch so geil. Also ohne großartige Dämmung, das ist abartig cool. Das Setup, wo uns Boxmore hier zur Verfügung stellt, was wir jetzt hier drauf haben, das ist wirklich, da braucht man nichts mehr machen. Also das ist, denke ich, 98% haben wir erreicht, die 2%, die braucht kein Mensch mehr. Da kann jemand, wer Lust hat, noch mal dran rummachen, aber ich glaube, der wird es nicht besser machen, außer er hat das perfekte Messequipment dazu. Das ist echt geil und wir liefern ja auch die Endstufe und das Set so aus, wenn ihr das bei uns bestellt. Wir spielen dieses Setup für euch bereits auf, dass ihr das ganze Thema im Auto gar nicht mehr machen müsst. Ihr braucht es nur noch anschließen, Plug and Play, Pegel einstellen, Spaß haben. Wer sich jetzt fragt, das schaut ja echt geil aus, aber ich fahre keinen 5er und schon gar nicht die neue G-Serie. Gibt es das für den F10 oder für den F30 oder für die 2er-Modelle, 1er-Modelle? Ja, es gibt ganz viele Fahrzeuge, wo wir diese Boxmore Soundprozessoranlagen einbauen können und ein perfektes Setting für dieses Modell bereithalten können. Und ihr braucht dann nur mal auf unsere Webseite gucken und da euch euer Fahrzeug raussuchen. Da ist bestimmt was dabei. Wer sich jetzt fragt, alles geil, alles Plug and Play, aber trotzdem habt ihr ja so eine Montageplatte bauen müssen, Kabel quetschen, krimpen, vielleicht hat doch nicht jeder das ganze Werkzeug dazu. Wir packen euch jetzt ein BMW Optionspaket dazu, das könnt ihr beim Boxmore Set einfach mit dazu bestellen. Wer sagt, das brauche ich so? Da werden wir reinpacken eine universale Montageplatte, die wir mit Filz bezogen haben, so dass man das immer irgendwie anwenden kann, die Platte erstmal rein zu montieren, um darauf die Endstufe zu machen. In dem Set wird drin liegen ein Isolierband, da liegt dann dieses Klebeband mit drin, dieses extrem gute. Wir werden ein bisschen Betonband reinmachen, wir werden dann das Powerkabel vorkonfektioniert, also so, dass auch die Ringösen auf der Seite schon mit drauf gequetscht sind. Wir machen die kleinen Aderenthülsen rein. Alles, was ihr jetzt im Video gesehen habt, werden wir da reinpacken. Und das wird es dann zum Boxmore-Set mit dazugeben, dass man das dazu bestellen kann, damit auch wirklich jeder das daheim nachmachen kann. Jetzt bin ich durchgeschwitzt bis in die Unterhose und es ist wirklich arschheiß draußen. Aber weil wir schon mal hier so ein G haben, haben wir gedacht, das machen wir jetzt trotzdem, auch wenn es gar nicht geplant war. Und deswegen hoffe ich doch, dass euch das ein bisschen angespornt hat und ich eure Entdeckungsreise im Thema Car-HiFi ein bisschen fördern habe können. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch, über jede Menge Kommentare und hey, wer es noch nicht hat, der abonniert uns. Und vergesst nicht oben die Glocke zu drücken bei uns, damit ihr auch wirklich kein Video mehr verpasst.